Ja, moin, wir sind Anna und Lukas Propp von der Hufe 8 in Seelow bei Rostock und wir zeigen euch heute mal, was wir hier so machen. Der Betrieb wurde von uns 2013 gegründet und direkt auf die biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Wir sind ein Demeter-Betrieb und haben seit 2015 mobile Hühnerställe und ziehen dafür die Küken und die Bruderhähne selbst auf. Ja, moin auch von meiner Seite. Neben der Legehennenhaltung ist der Ackerbau natürlich auch bei uns wichtig. Wir bewirtschaften ca. 500 Hektar. Zum einen deckt sich das Ganze dann in Kartoffeln, die hier neben den Eiern sozusagen ein ganz wichtiges Standbein sind. Und was die Hühner angeht, bauen wir dann noch Futtergetreide an, wie Tritikale, Mais, Körnererbsen, Sonnenblumen, Hafer, Gerste und so weiter, die das Ganze abrunden. Was wir lagern wir letztendlich alles selbst und mischen das Ganze dann auch für alle Altersgruppen hier im Betrieb selbst. So, wir sind jetzt hier bei uns im Kükenstall. Wenn bei uns die Eintagsküken kommen, kommt der gesamte Schlupf zu uns. Also es sind tatsächlich die Geschwister. Der Bruderhahn hat seinen Namen bei uns ganz zurecht. Auf der einen Seite haben wir die Braunküken, das sind die weiblichen Tiere, die werden bei uns zur Junghenne und dann zur Legehenne heranwachsen. Und auf der anderen Seite haben wir die ja fast weißen Tiere, das wären bei uns die Hähne, das sind die Bruderhähne, die bei uns gemästet werden. Bei uns bekommen die Küken vom ersten Tag an 100% Biofutter. Damit fahren wir ganz gut, kommen damit gut zurecht. Es ist natürlich mehr Aufwand, aber der steht für uns allemal im Verhältnis. Ja, was ihr hier seht, ist letztendlich schon die zweite Phase im Futter. Wir starten hier mit einem pelletierten Futter über Mayhof zu Vakuum, was wir in 100% Bio-Qualität bekommen und gehen jetzt weiter sozusagen in der eigenen Mischung. Was ihr da sehen könnt, ist zum einen Sonnenblumenkuchen, Sojakuchen als Hauptbestandteile im Ergänzer und daneben halt fruchtfolgebedingt haben wir nicht nur Mais und Weizen in der Ration, sondern auch Gerste, Hafer, Erbsen, alles Dinge, die wir letztendlich selber anbauen. Der mobile Aufzuchtstall eignet sich bei uns total gut, um die Junghennen von Anfang an das Prinzip dieser Haltungsform zu gewöhnen. Wir haben die Möglichkeit, diesen Stall im Winter zu heizen, falls das Federkleid doch noch ein bisschen dünn ist. Und sie lernen in diesem Stall auch schon das Leben in der Voliere kennen. In diesem Stall sind die Hennen 50-50 gemischt. Zum einen ist es die Isabel und das andere ist die Isa Warren. Auf 50 Hennen pro Herde kommt immer ein Hahn, der mitläuft und später dann einfach die Gruppe gut strukturiert, Beutegreifer auch abwehrt und ja, einfach für ein gutes soziales Miteinander unter den ganzen Weibchen sorgt. Also wenn die Bruderhahnküken so 4., 5. Woche sind, kommen sie in den nächsten Aufzuchtstall. Den haben wir in einem Altgebäude. Die Hähne haben dort auch einen Wintergarten und eine ganze Menge Reuter zum Hochsetzen. Das Tier ist einfach unfassbar agil. Also es ist jetzt nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem Masthähnchen, sondern der Hahn, der kann einfach fliegen und der fliegt hoch auf die Reuter. Die Tiere werden ungefähr 15 bis 18 Wochen alt bei uns und haben dann ein Lebendgewicht von 1,3 bis 1,6 Kilo. Ja, hier sind wir jetzt in einem Mobilstall, wo die Legehennen leben. Sobald die Grasnarbe unterm Stall abgefressen ist, streuen wir mit Stroh ein, ja, um das Stallklima so angenehm wie möglich zu halten und eben auch ja, den Mist, der anfällt im Stall, auffangen zu können und dann gut verwerten können. Die Tiere leben hier in einer Voliere mit zweimal Futter, zweimal Wasser auf jeder Etage. Und auf der anderen Seite vom Stall befinden sich die Nester. In den Familiennestern sind die Böden leicht schräg, sodass das Ei dann auf das Eierband abrollt und dann vorne im Eierabsammelraum eingesammelt werden kann. Ja, was ihr auf der Seite seht, sind doppelseitige Nesterbahnen. Hier sogar doppelstöckig in diesem Ende. Letztendlich sind es ganz normale Kippbodennester, die letztendlich dafür sorgen, dass die Eier hier aufs Band rollen. Die enden dann vorne im Eierabsammelraum und das klappt an sich wirklich gut. Auf der Seite haben wir die Voliere, die letztendlich aus den Kotbändern 4 verschiedenen Ebenen besteht und der Tränke sowie der Fütterung. Der ganze Stall hat keine automatische Lüftung. Wir haben nur die natürliche Querlüftung hier im Stall.
die man aber bei uns hier in Mecklenburg, weil wir immer eine relativ, wie wir sagen, jetzt steife Brise haben, sorgt dafür, dass wir eigentlich immer ein sehr gutes Stallklima haben. Also man riecht hier, es riecht nach Huhn, klar, aber wir haben hier überhaupt keinen bissigen Ammoniakgeruch oder irgendwie staubige Luft und so weiter drin. Also die Luftqualität ist eine der besten meiner Meinung nach in diesem kuppelförmigen Mobilstall. Ein Riesenvorteil dieses Mobilstallkonzeptes ist letztendlich, dass wir den Auslauf auf beiden Seiten haben. Also dass die Tiere sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite rausgehen können. Also klassischerweise ist es ja so, man hat eine Längsachse, auf der letztendlich immer ein Wintergarten vorgeschaltet ist und alle Hühner den Auslauf nur über den Wintergarten erreichen können. Die Auslaufnutzung bei uns ist ziemlich gut, weil sie letztendlich meiner Meinung nach an beiden Seiten rausgehen können. Ja, was ihr hier seht, ist natürlich nicht die komplette Legehennenfutterration, die hier gerade aus dem Eimer gestreut wird. Nichtsdestotrotz ist das ein fester Bestandteil des Tagesablaufs hier der Mitarbeiter, dass sie einen Eimer letztendlich von dem eigenen Weizen als ganze Körner im Auslauf streuen, sodass wir letztendlich einmal die Mensch-Tier-Beziehung fördern. Das ist für uns richtig wichtig. Man sieht das ja, wie konditioniert die letztendlich dem Eimer hinterherlaufen. Zum anderen nutzen die Hühner einfach den Auslauf besser, meiner Meinung nach. Überall da, wo das Huhn schon mal hingeschissen hat, läuft es nochmal hin. Heute ist einfach ein sehr greller Tag, wo man wenig Hühner draußen sieht. Da wir heute nur ein kurzes Stück weiterziehen, also quasi fast nur eine Stalllänge, fahren wir tagsüber mit dem Stall weiter. Sonst machen wir das eigentlich immer nachts. Das bedeutet im Juni, Juli immer so besonders harte Nachtschichten. Aber ja, man sieht ja, dass der Stall nicht mit 20 km/h hier vom Platz saust, sondern ja, in Mini-Baby-Geschwindigkeit. Und die Hühner locken wir raus mit Weizen. Im Stall sind ebenfalls Leute, die gucken, dass kein Huhn unter die Kufe kommt. Und dann wird hier langsam vom alten Mistplatz sozusagen runtergezogen. Genau, wir machen lieber, je mehr PS, desto besser. Dadurch, dass der Stall nicht komplett leer ist und die Tiere ja auch was wiegen, wollen wir hier lieber auf Nummer sicher gehen, dass man sich hier nicht großartig festfährt, sondern bodenschonend sanft vom Fleck wegkommt. Ja, der Tolle an unseren Mobilstallen ist einfach, dass es unfassbar praktisch ist, was die Stallhygiene angeht, wenn der keinen festen Fußboden drin hat. Wir fahren jetzt sozusagen einfach von dem alten Mist weg auf neues Grün, wieder frisches Stallklima. Zum Saubermachen ist es 1A, da muss keiner mit der Forke den Stall ausmisten, alles durch die Luke schieben, sondern da kommt jetzt einfach gleich der Telelader, schiebt den Haufen zusammen und der wertvolle Mist geht bei uns nicht verloren, sondern kommt in die Misthalle und wird dann nächstes Jahr auf unserem Acker ausgebracht, womit dann wieder das Futter für unsere Legehennen angebaut wird. Eine Stalleinheit besteht immer aus einem Mobilstall und einem Wintergarten. Die Gebäude sehen von außen eigentlich gleich aus. Nur innen ist halt der Unterschied, der Wintergarten ist innen einfach nur überdachte Auslauffläche mit einem anderen Stallklima. Die Gebäude sind getrennt voneinander und werden dementsprechend auch getrennt voneinander verzogen. Das muss eben auf einen Zentimeter genau passen, damit der Übergang vom Wintergarten zum Stall geschlossen ist und nicht, dass da noch irgendein Spalt frei ist, wo sich der Waschbär denkt, ach, hier gehe ich mal rein. Sondern das ist wirklich Millimeterarbeit gleich. Ja, das Grundprinzip der Hufe 8 besteht darin, dass wir Mobilställe auf dem Acker und nicht auf dem Grünland halten. Also alle Tiere sollen im Endeffekt auf dem Fruchtfolgeglied Kleegras gehalten werden, so dass der Dung, der anfällt, auch der Folgekultur immer zur Verfügung steht. Folgekultur heißt, dass hier 3 Jahre lang Hühner auf Kleegras stehen, die Hühnerställe immer hin und her wandern, gar nicht weit, wie ihr hier gerade seht. Und nach 3 Jahren hier eine mindestens 3-jährige Fruchtfolge erfolgt. Ja, was ihr hier jetzt seht, ist das 3. Fruchtfolgeglied nach Hühnern. Also wir hatten erst Hühner auf Kleegras, dann Mais, Kartoffeln und jetzt Winterweizen. Im nächsten Jahr werden die Hühner dann wieder auf dieser Seite des Weges stehen. Und dann steht auf der Seite, wo die Hühner standen, die gleiche Fruchtfolge, die ich eben genannt habe. Wir stehen jetzt hier zwischen unseren ungarischen Steppenrindern, das sind 65 Stück an der Zahl, die letztendlich als Rasenmäher hier zwischen den mobilen Legehennenstellen laufen und das überschüssige Kleegras, was die Hühner hier nicht verwerten können, verwerten und in Fleisch letztendlich umwandeln. Aus meiner Sicht, also ich bin riesen Hühnerfan, bin aber auch riesen Rinderfan und deswegen ist das irgendwo was hier unerlässlich war in dem Betrieb, Rinder zu halten. Das Rindfleisch vermarkten wir selbst im Hofladen, können wir uns oben gleich nochmal angucken.
Unsere Eier verpacken wir in unserer eigenen Packstelle. Wir vermarkten die komplett unter der Eigenmarke Hufe 8. Hauptsächlich im Norden von Deutschland, aber auch im Naturkostfachhandel in Berlin. Dadurch, dass die Haushalte in den Städten meist immer kleiner sind, haben wir ausschließlich die 6er-Verpackung. Die Größen M und L gehen in den KVPs raus in die Märkte und die Größen S und XL werden bei uns im Hofladen vermarktet und finden da freudigen Absatz. Aus den Bruderhähnen entstehen unterschiedlichste Produkte. Zum einen einfach tiefgefrorenes Fleisch, ja, Brustfilet, Keulen und auch die Flügel, aber auch ganze Tiere werden vermarktet. Bei den Legehennen entsteht das Suppenhuhn am Ende, was auch unter unserem Namen vermarktet wird. Die Legehenne verarbeiten wir außerdem noch zu einem fertigen Hühnerfrikassee. Und der Bruderhahn ist dann im Laden in Form auch von Chili con Carne, Bolognese und so weiter zu finden. Also alles in Convenience-Gläsern. Neben den Geflügelprodukten gibt es bei uns im Hofladen auch das Fleisch von unseren Steppenrindern zu kaufen. Sowohl verschiedenste Teile, vom Filet bis zum Hack ist alles dabei. So, wir hoffen, ihr habt einen schönen Einblick in unseren Betrieb bekommen. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, kontaktiert uns gerne über Instagram. Was noch? Kauft unsere Eier. Tschüss. Schmecken gut.